Servus miteinander, da ist der Martin im Auftrag von Olight. Ich erkläre euch heute das neue Osight CGN und das ganz neue Osight XR. Als erstes schauen wir uns das Osight CGN an. Das ist die grüne Variante vom bekannten Osight C, das ja ein rotes Absehen hat. In der stabilen Schachtel findet ihr ein paar Aufkleber. Darunter verbirgt sich eine Montageanleitung mit den dazugehörigen Anzugsmomenten für die Schrauben und eine kurze Anleitung zum Einstellen der Optik. Danach finden wir die Optik selber. Die kommt jetzt auch mit einer zusätzlichen Gummischutzhülle daher. Eine Schachtel mit einigen Zubehör und darunter da verbirgt sich eine gedruckte Bedienungsanleitung und auch ein Mikrofasertuch zum Reinigen der Optik. Schauen wir mal in die Schachtel mit dem Montagezubehör. Das klappt da so schön auf. Da gibt es einmal dieses Multitool, auf der einen Seite mit einem Schlitzschraubendreherkopf und die andere Seite den Torx. Und den Torx, den brauchen wir für die Montage. Im Lieferumfang dabei ist nämlich eine ganze Menge an Schrauben, 4 verschiedene Gewindetypen, jeweils 2 verschiedene Längen. Damit sollte man das Osight CGN so ziemlich an alle möglichen Waffen montieren können. Das Osight CGN ist aus robustem Aluminium gefertigt und in offener Bauweise. Der Footprint ist kompatibel mit dem sogenannten Ruggedized Miniature Reflex, auch abgekürzt RMR. Bei Außenmaßen von nur 30 x 30 mm hat Osight es geschafft, ein sehr großes Fenster mit 24 x 19 mm zu realisieren, in dem auch eine mehrfach beschichtete Linse verbaut ist. Beim Absehen selbst, das muss ich einblenden, kann man zwischen einem 3 MOA großen Punkt, einem 32 MOA großen Kreis oder der Kombination aus beiden wählen. Das Absehen und eine aus den 10 Helligkeitsstufen wählt man hier auf der linken Seite mit den Plus-Minus-Tasten. Ob man die Bewegungssensorfunktion von der Optik nutzen möchte, die sie aufweckt, sobald man sie bewegt, das kann man auch hier einschalten. Auf der rechten Seite, da findet sich die Batterielade. Darunter verbirgt sich eine CR1632 Knopfzelle, mit der Laufzeiten bis zu 130.000 Stunden möglich sind. Natürlich nur in der geringsten Tageslichthelligkeitsstufe und wenn man nur den Punkt alleine anzeigt. Wenn die Batterie leer wird, beginnt das Absehen einmal pro Minute ein paar Mal zu blinken, damit man an den baldigen Batteriewechsel erinnert wird. Die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die Besonderheit des seitlichen Batteriefaches ist, dass man die Optik nicht demontieren muss zum Batteriewechseln und damit ist natürlich auch das neuerliche Einstellen vom Zero nicht notwendig. Apropos Zero einstellen. Hier neben dem Batteriefach findet man die Schraube für die seitliche Justage und da oben, hier gibt's die Schraube für die vertikale Einstellung. Wie von Osight gewohnt, gibt's deutliche Klicks, spürbar und hörbar, die eine Änderung von jeweils 1 MOA anzeigen. Nachdem auf der Kamera das Absehen nur sehr schwer scharf zu bekommen ist, zeige ich euch die Bedienung quasi im Trockentraining. Ganz wichtig, vergesst nicht vor der ersten Inbetriebnahme das Isolierplättchen von der Batterie zu entfernen. Das Fach muss man dazu aufschrauben, das kann man nicht einfach so rausziehen. Mit einem Klick auf die Plus- oder die Minus-Taste schaltet man die Optik ein. Die Helligkeit wird selbstverständlich mit Plus heller und mit Minus dunkler. Wollt ihr das Absehen wechseln? Einfach die Minus-Taste gedrückt halten. Nach circa 3 Sekunden beginnt dann der Punkt, dann der Kreis und dann die Kombination aus beiden immer den Kreis durchzulaufen. Wenn ihr das Gewünschte erreicht habt, einfach die Taste loslassen und fertig. Um den Bewegungssensor ein- oder auszuschalten, müsst ihr die Minus-Taste einmal kurz und dann nochmal für 3 Sekunden lang drücken und halten. Zweimal blinken bedeutet, die Automatik wurde ausgeschaltet, wenn man sie einschalten möchte. Jetzt hat sie einmal geblinkt.
Jetzt ist der Bewegungssensor aktiv. Der Bewegungssensor schaltet die Optik aus, wenn sie für mindestens 3 Minuten oder eigentlich genau 3 Minuten ganz ruhig liegt. Bei der kleinsten Bewegung, wenn man die Waffen aufnimmt, schaltet sich die Optik sofort ein. Bitte beachtet, dass sich die Batterie entleeren kann, wenn der Platz, an dem ihr das OSAT lagert, immer wieder wackelt und vibriert. Deswegen, wenn man die Waffe oder das OSAT weglegt, immer mit beiden Knöpfen eine halbe Sekunde lang gedrückt halten. Das ist das manuelle Aus und dann wird auch die Batterie dadurch geschont. Und damit kommen wir schon zum nagelneuen OSAT XR. Auch hier wird das Ganze in einer super stabilen Kartonverpackung geliefert, die, ich finde das ja sehr fancy, so schön aufgeklappt werden kann. Bevor wir uns das Red Dot selber anschauen, packen wir mal das ganze Zubehör aus. Hier in der ersten Schachtel befindet sich ein USB-C Ladekabel, eine gummierte Handschlaufe und das Montage- und Justage-Tool. In der Schachtel Nummer 2, da befindet sich ein kleines Transporttaschel, wo man das Ladekästchen drin reingeben kann und auch das Reinigungstuch. Ganz wichtig, Schachtel Nummer 3, da ist wieder die Sammlung drinnen an Schrauben, 4 verschiedene Gewindetypen, jeweils 3 Stück in jeweils einmal kurz und einmal lang. Und zu guter Letzt gibt's auch hier einen OSAT-Aufkleber, eine Kurzbedienungsanleitung, auch hier wieder mit den zulässigen Anzugsmomenten für die Schrauben, der Einstellhilfe und natürlich die gedruckte Bedienungsanleitung. Ihr könnt übrigens alle Bedienungsanleitungen auch im Webshop ansehen oder als PDF herunterladen. Wenn euch das also zu klein gedruckt ist, dann kann man da ganz komfortabel hineinzoomen. So, jetzt ist es soweit. Hier drunter, da verbirgt sich die Optik, das OSAT XR und die neue magnetische Ladeabdeckung. So, und das schauen wir uns jetzt auch im Detail an. Das OSAT XR ist ein Red Dot in einer geschlossenen Bauweise. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann. Da hinten ist eine zweite Linse verbaut, also nicht nur vorne die Hauptlinse, die ist übrigens mehrfach beschichtet und auch asphärisch geschliffen, damit ein möglichst verzerrungs- und parallaxenfreies Bild geliefert wird, sondern es gibt, wie gesagt, auch da hinten ein beschichtetes Glas, damit das Innere der Optik möglichst staub- und wasserdicht ist. Die resultierende Fenstergröße mit 23 x 18 mm ermöglicht so ein möglichst großes Sichtfeld, obwohl die Außenmaße der Optik mit knapp 30 x 29,5 mm doch relativ kompakt sind. Und auch das OSAT XR ist aus dem robusten 7075 Aluminium gefertigt. Der Footprint ist auch hier kompatibel mit dem sogenannten RMR-Standard. Weder da unten noch auf der Seite gibt's ein Batteriefach. Das OSAT XR hat nämlich einen fix verbauten Akku. Der wird über die Kontakte da oben geladen. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Hier rechts ist demnach nur die Einstellschraube für links-rechts und wiederum hier oben die Einstellschraube für auf und ab. Hier auf der Oberseite verbirgt sich aber noch eine Funktion, die das allererste Mal in ein Red Dot integriert wurde. Drückt man diesen kleinen Knopf hier auf der Seite, springt nämlich ein zusätzliches Absehen heraus. Falls ihr mal klassisch visieren möchtet und natürlich als Worst-Case-Backup. Der 89 mAh große Akku im OSAT XR schafft zwar theoretisch über 50.000 Stunden Betrieb, wenn man es in der niedrigsten Tageslichtstufe mit nur Punktmodus nutzt. Wir haben aber 8 Tageslichtstufen und zusätzlich 3 für Nachtsicht. Und natürlich gibt's nicht nur einen 2 mAh kleinen Punkt, sondern auch einen 6 mAh großen Punkt und die Möglichkeit, die jeweils mit dem 32 mAh großen Kreis zu kombinieren oder den Kreis alleine zu nutzen. Auch diese Kombination von 5 Absehen gibt's so das erste Mal. Nutzt man jetzt diese verschiedenen Absehen und auch hellere Stufen oder auch die Bewegungssensorfunktion, die das OSAT XR natürlich auch hat, dann wird der Akku natürlich schneller leer. Und hier glänzt dann die Staubschutzkappe, die gleichzeitig eine integrierte Ladefunktion hat. Da drin ist nämlich ein 510 mAh großer Akku verbaut, der wiederum über die USB-C-Buchse unkompliziert und überall nachgeladen werden kann. Sobald man die nämlich auf die Optik setzt,
aktiviert sich das Ganze und es wird die Optik von der Kappe immer voll aufgeladen und auch im vollen Ladezustand. Die Laufzeit vom XR alleine wird mit der Ladekappe dann sogar verfünffacht. Damit man immer genau weiß, welcher Akku gerade wie voll ist, gibt es da an der Abdeckung einen Knopf. Drückt man den im aufgesetzten Zustand, sieht man, welcher Ladestand, sogar mit einer sehr genauen Einschätzung, die Optik selber hat. Habe ich aber nur die Kappe allein in der Hand, da sieht man das schon ein bisschen weniger drinnen, dann sehe ich den Ladezustand von der Kappe. Der beleuchtete O-Side-Schriftzug da oben hat zwar jetzt keinen praktischen Nutzen, wertet das Ganze meiner Meinung nach aber deutlich auf und macht das System auch zu einem Hingucker. Da an der Ecke, ich habe es nicht extra erwähnt, da ist eine Öffnung, wo dann die Trageschlaufe eingehängt wird. Auch hier möchte ich die Funktion der Tasten quasi nochmal im Trockentraining erklären. Sobald man eine der beiden Tasten drückt, schaltet sich die Optik ein. Gleichzeitig leuchtet hier zwischen den Tasten eine kleine LED. Also man kann auch, ohne dass man die Ladekappe in der Hand hat, direkt am Schießstand oder wenn man unterwegs ist, schnell auf den Tastendruck sehen, wo man ungefähr ist. Halt nicht so genau mit dieser runden Anzeige. Also grün bedeutet mehr als 50%, eine gelbe LED zeigt 50 bis 20% an, rot ist dann 20 bis 10%, da wird es dann Zeit zum Nachladen und wenn es dann mal rot blinkt, dann sind weniger als 10% Restakku übrig. Hält man beide Tasten gleichzeitig gedrückt, dann schaltet sich nach einer halben Sekunde schon die Optik aus. Zum Helligkeit verstellen, und auch das werde ich wieder ein bisschen einblenden, zum Helligkeit verstellen drückt man Plus für heller und Minus für dunkler. Also eine ganz einfache Sache. Wie gesagt, wir haben hier 8 Tageslichtstufen und 3 zusätzliche Nachtsichtstufen. Um die verschiedenen Absichten durchzuschalten, einfach die Minustaste gedrückt halten und nach 2 Sekunden beginnen im Zyklus der 2 MOA-Punkt, dann gemeinsam der 2 MOA-Punkt mit dem 32 MOA-Kreis, danach der 6 MOA-Punkt alleine, dann Punkt und Kreis und zum Schluss der 32 MOA-Kreis alleine. Danach läuft es wieder von vorne durch. Um den Bewegungssensor zu aktivieren, muss man die Minustaste einmal kurz und danach direkt 3 Sekunden lang halten. Wenn das Absehen einmal blinkt, ist der Bewegungssensor aktiv. Blinkt er zweimal, hat man ihn ausgeschaltet. Und auch hier gilt, zum Akkusparen macht es Sinn, wenn man die Waffen samt der Optik oder die Optik sonst irgendwo ablegt, kurz eine halbe Sekunde lang beide Knöpfe gedrückt halten, dann ist die Optik direkt ausgeschaltet und der Bewegungssensor ist inaktiv. Wenn man das nächste Mal wieder einschaltet, dann ist der Bewegungssensor wieder da. Das OSIDE CGN und das OSIDE XR sind ab sofort bei OLED Deutschland erhältlich. Solltet ihr Fragen haben zum OSIDE CGN oder zum OSIDE XR, einfach rein damit in die Kommentarfunktion. Ich sage danke fürs Zuschauen, pfiat euch und bis bald.